Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich nochmal Hopfenextrakte verkosten, die ich vor kurzem angefertigt habe. Und zwar habe ich jetzt wieder die Safale S04, die Hefe, mit der ich das zu Anfang auch gemacht habe. Und ich habe 3 Hopfensorten hier. 2 von denen sind typische englische, traditionelle Hopfen fürs Hopfenstopfen. Einmal haben wir hier First Gold und einmal haben wir Northdown. Und ich glaube, beide werde ich demnächst auch in Bieren verwenden zum Hopfenstopfen. Zusätzlich habe ich hier nochmal den Hopfen vom letzten Mal Archer, einfach um zu gucken, ob es einen Unterschied gibt bei der Hefe. Beim letzten Mal habe ich ja die schottische Hefe genommen und ich hatte den Eindruck, dass die sehr wenig am Hopfen verändert hat. Also ich hatte immer noch den Eindruck, dass das Ganze leicht grasig geschmeckt hat und die 3 oder 4 verschiedenen Hopfensorten schmeckten auch sehr, sehr ähnlich, was mich ein bisschen misstrauisch gemacht hat. Also habe ich hier nochmal Archer und dann Northdown und First Gold. So, dann probieren wir mal den Archer. Erstmal riechen wir dran. Tatsächlich sehr ähnlich wie letztes Mal. Es hat auch dieses leicht erdbeerige, vielleicht noch ein bisschen weiße Trauben, aber auch so eine vegetale, grasige Komponente. Vom Geruch würde ich jetzt fast sagen, dass es tatsächlich sein kann, dass Archer und die anderen, die ich letztes Mal probiert habe, vielleicht wirklich nicht so sehr zum Hopfenstopfen geeignet sind, sondern mehr für den Postboil, den Whirlpool. Dass die vielleicht dann ihre Aromen entfalten. Das kann ich aber erst sagen, wenn ich die mal systematisch durchteste. Leichte bittere, die gleichen Noten wie beim Geruch auch, aber auch sehr zurückhaltend. Tatsächlich, wie letztes Mal auch, ein bisschen enttäuschend. Also ich hatte mir letztes Mal deutlich mehr versprochen von den moderneren englischen Hopfen. So, das hier ist der Northdown. Das riecht nach richtigem Hopfen. Okay, wie beschreibe ich das jetzt? Das riecht tatsächlich sehr hopfig, aber nicht grasig. Es riecht nach einer Frucht, die ich kenne. Vielleicht Stachelbeere, das kann sein. Und sehr rein, so wie ich das auch eigentlich gewohnt bin von den Hopfen, die ich vorher gemacht habe, dass ich eine Fruchtkomponente kriege, die sehr deutlich ist. Ich probiere mal. Etwas bitterer. Bei den Alphasäuren bin ich mir jetzt nicht sicher, das schreibe ich dann wieder als Einblendung hier ins Video. Aber das ist vom Geschmack sehr zurückhaltend, aber es ist eine klare, fruchtige Note da. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Stachelbeere wirklich richtig ist. Nochmal riechen. Es könnte tatsächlich etwas Bananiges beinhalten. Ich glaube, das hatte ich bei einem der letzten Hopfen auch. Also so leicht Banane und so Stachelbeer, einfach so eine leichte Fruchtigkeit. Sehr dezent, wie das für traditionelle britische Hopfen auch so ist. Northdown wird, glaube ich, in einer ganzen Reihe von Bieren, die ich in meinem Real Ale Almanac drin habe, als Stopfhopfen benutzt. Und ja, ich war mir nicht genau sicher, welches von den Bieren, die ich jetzt in Zukunft plane, damit gemacht ist. Vielleicht ist es das Original IPA, das Worthington White Shield. Das will ich auf jeden Fall demnächst mal brauchen. So, dann kommen wir jetzt zum First Gold. Der ist einer von den traditionellen Hopfen, die eine Zitronennote haben sollen. Mal gucken, ob die beim Hopfenstopfen noch rauskommt. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Northdown, aber auf eine andere Art und Weise. Also auch was Helles, vielleicht auch bananig, aber auch so ganz leicht. Kann man was Zitrusiges erahnen, aber ich würde eher sagen Mandarine als Zitrone. Ja, das ist so eine Mischung wie Banane, Mandarine und hier ist es eher so Banane, Stachelbeere. Deutliche Bitterkeit. Der ist heftig. Das ist richtig grapefruitig. Die Art und Weise, wie das ist. Das ist interessant wieder, dass das sich so anders verhält bei den 3 Hopfen. Wie gesagt, Alphasäuren, ich meine, der hätte auch am meisten, aber ich glaube, der Northdown ist da gar nicht so weit weg. Jedenfalls deutliche Bitterkeit und vom Geschmack jetzt nicht so fruchtig. Aber das ist ja bei den meisten Sachen so. Also die Hopfenaromen, die sich da lösen, sind sehr, sehr flüchtig. Man riecht sie mehr, als man sie schmeckt. Ich muss sagen, alle 3 sind deutlich zurückhaltender als die Hopfen, die ich in dem allerersten Video oder auch im zweiten Video gemacht habe. Im allerersten waren es ja so ein paar, ja, so eine Mischung aus moderneren, traditionellen Hopfen. Im zweiten Video hatte ich dann die Nobelhopfen aus England, East Kent Golding und Fuggle. Bei allen diesen hatte ich richtig deutlich Hopfenaromen.
Beim ersten war ja auch zum Beispiel Motueka bei. Das war eine Invasion von zitrusigen Aromen. Da können die alle nicht mithalten, aber ich verstehe schon, warum die zwei manchmal aus Hopfenstoffen verwendet werden. Wenn es dezent sein soll, dann sind die ganz sinnvoll. Ja, dann habe ich schon mal eine kleine Vorbereitung für die nächsten Biere, die kommen. Mit First Gold habe ich auch irgendwas vor. Muss ich nochmal nachgucken, welche Rezepte da waren. Da gab es irgendwas. Bei dem schottischen Bier, was ich vor etwa einiger Zeit jetzt gebraut habe, bei dem Highland Heavy, da wäre First Gold der Bitterhopfen gewesen. Aber ich glaube, dafür wäre das zu schade. Ich habe nur eine ganz kleine Packung hier gekauft, damit ich da was Feines draus mache. Also, wenn ihr sehen wollt, wie die Videos in Zukunft werden, schaltet dann wieder ein. Ich werde mal gucken, wie schnell ich die Sachen rausbringen kann. Das dauert ja leider immer was, weil ich so wenig Freizeit habe, um die Videos zu editieren. Aber ich gebe mein Bestes. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.